In genau 2 Wochen, also am 25. Mai, erscheint Biomutant für den PC, die Xbox und die PlayStation. Deshalb möchte ich euch heute zeigen, was Biomutant eigentlich ist und was ihr zum Release erwarten könnt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Still Alive und auf meinem Kanal findet ihr Videos und Livestreams zu RPGs und Open World Games. Wenn euch Spiele wie Biomutant genauso interessieren wie mich, würde ich mich freuen, wenn ihr mit einem Abo dabei bleibt und die Glocke aktiviert, um keine neuen Videos oder Livestreams mehr zu verpassen. Wie im Intro bereits erwähnt, erscheint am 25. Mai, also in genau 2 Wochen, Biomutant für den PC, die Xbox und die PlayStation. Biomutant wird von dem neuen Entwicklerstudio Experiment 101 entwickelt und vom Publisher THQ Nordic veröffentlicht, welche unter anderem Spiele wie Darksiders, Remnant from the Ashes und Elex gepublished haben. Biomutant ist ein Singleplayer-Action-RPG und spielt in einer frei begehbaren offenen Welt, die von verschiedenen Tierwesen bevölkert wird und in der ihr selbst einen waschbärartigen Charakter spielt. Diesen könnt ihr euch zu Beginn des Spiels selbst erstellen und optisch anpassen. Aber schon bei der Charaktererstellung gibt es eine Besonderheit. Denn wie für ein RPG üblich, könnt ihr die Stats eures Charakters nach euren Wünschen anpassen, was sich aber nicht nur auf die Attribute, sondern auch auf euer Aussehen auswirkt. So wird euer Charakter beispielsweise größer und muskulöser, wenn ihr euren Fokus auf den Wert Stärke legt, und schmächtiger, wenn ihr eher in Richtung Intelligenz geht. Die Stats, die ihr am Anfang festlegt, können aber natürlich im Nachhinein auch noch durch verschiedene Ausrüstungen verbessert werden. Und zu dem ausgefallenen Ausrüstungs- und Crafting-System kommen wir später noch. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Klassen, die ihr zu Beginn wählen könnt, und eine weitere Klasse für Vorbesteller. Ihr könnt wählen zwischen dem Deadeye, also einem Revolverhelden, dem Kommando, der ein Soldat ist, der Psy-Freak ist quasi der Magier, der Saboteur ist ein Assassine, der Sentinel ein Tank und die spezielle Vorbestellerklasse ist der Mercenary, welcher ein Samurai ist, der 2 Waffen gleichzeitig tragen kann. Die Klassen bestimmen allerdings nur die Ausrüstung und Fähigkeiten, mit denen ihr startet. Ihr könnt auch alle Waffen und Fähigkeiten im späteren Spielverlauf noch freischalten und somit eure Klasse und den Playstyle frei anpassen und ganz nach euren Wünschen spielen. Neben den Attributen, die man am Anfang festlegt, könnt ihr auch noch Resistenzen verteilen, die euch vor Gift, Radioaktivität, Hitze und Kälte schützen. Und mit den Resistenzen kommen wir auch direkt zur Open World. Die 64 Quadratkilometer große offene Welt ist im Grunde von Anfang an frei begehbar. Das Einzige, was euch daran hindert, sind die verschiedenen Widrigkeiten, die euch das Leben in den insgesamt 7 verschiedenen Biomen schwer machen. So gibt es verstrahlte und vergiftete Gebiete oder extrem kalte und heiße Gegenden, welche ihr nur mit den passenden Resistenzen überlebt. Die Resistenzen könnt ihr durch verschiedene Ausrüstung und mit Levelaufstiegen weiter erhöhen, um so in den Gebieten länger überleben zu können. Außerdem gibt es auch verschiedene Gegenstände oder Fahrzeuge, welche euch die Reise durch diese Gebiete ebenfalls erleichtern. Und Fortbewegungsmittel gibt es im Biomutant einige. Von Reittieren über Mechs, Fahrzeugen, Heißluftballons, Gleitern und Booten ist so ziemlich alles dabei, was man sich nur vorstellen kann, und auch noch genügend Transportmittel, die man sich nicht vorstellen kann. In der Welt gibt es auch einen Tag-Nacht-Wechsel und verschiedene Witterungen, welche Einfluss auf das Gameplay haben sollen. Neben der überirdischen offenen Welt gibt es auch noch einen Untergrund. In diesen zahlreichen unterirdischen Gebieten warten neben Herausforderungen und Rätseln natürlich auch noch der gute Loot auf euch. Und bevor wir gleich zum Crafting kommen, klären wir jetzt erst einmal die Frage, worum es im Biomutant überhaupt geht. In Biomutant wird die Welt von einem Weltenbaum am Leben erhalten. Und natürlich steht diese gerade am Abgrund. Da der Weltenbaum von einer Verseuchung durch ein merkwürdiges Öl bedroht wird und auch eine Reihe von üblen Monstern sich an den Wurzeln des Baums zu schaffen machen und versuchen, diesen zu vernichten. Unsere Aufgabe ist es jetzt natürlich, den Baum zu retten. Oder ihn sterben zu lassen bzw. an seiner Vernichtung teilzuhaben.
Denn ihr könnt im Biomutant eure eigenen Entscheidungen treffen, die sich nicht nur auf die verschiedenen Charaktere in der Welt auswirken, sondern auch auf die Story und das Ende. Es wird also verschiedene Enden geben, wodurch ihr das Spiel auch mehrmals durchspielen könnt, um die verschiedenen Enden zu erleben. Das Ganze könnt ihr dann entweder mit einem neuen Charakter tun oder in einem New Game Plus Modus. Eure Entscheidungen wirken sich auch auf eine Art Karma-System aus, wodurch ihr euch mit euren Handlungen entweder dem Licht oder der Dunkelheit zuwendet und euch je nach Ausrichtung mit den 6 verschiedenen Tierclans im Spiel verbünden oder verfeinden könnt. Denn ein Teil dieser Clans möchte ebenfalls den Baum retten und ist daher auf der Seite des Lichts, und der andere Teil möchte die Zerstörung und ist auf der Seite der Dunkelheit. Ihr könnt aber auch die Ausrichtung der Tierclans ändern und sie auf eure Seite ziehen, indem ihr sie entweder bekehrt, sich der Dunkelheit hinzugeben oder sich dem Licht zuzuwenden. Neben der Hauptstory hat euer Charakter auch seine eigene Geschichte und Vergangenheit, die man in verschiedenen Rückblenden während des Spiels nicht nur gezeigt bekommt, sondern selbst spielen wird. Die ganze Geschichte wird von einem Erzähler kommentiert, da die Lebewesen in Biomutant eine Fantasiesprache sprechen. Der Erzähler selbst wird aber auch komplett in deutscher Sprache vertont sein. Die Spielzeit von Biomutant wird von den Entwicklern mit 10 bis 15 Stunden angegeben, wenn ihr durch das Spiel durchrennt und nur die Main Story spielt. Bei einer so liebevollen Welt sind allerdings auch die Nebenquests und Aktivitäten sehr zu empfehlen, womit ihr dann auch auf etwa 65 Spielstunden kommen könnt. Und für genügend Beschäftigung ist schon alleine mit dem Crafting-System gesorgt. Denn um in der Welt zu überleben, benötigt ihr natürlich die passende Ausrüstung und ordentliche Waffen. Die Ausrüstung verstärkt neben euren Resistenzen nämlich auch verschiedene Attribute und ihr könnt sie weiter verbessern oder mit verschiedenen Add-ons modifizieren, um sie noch weiter zu verstärken oder ihnen spezielle Effekte zu verleihen. Aber ihr könnt Gegenstände nicht nur finden und modifizieren, sondern sie auch komplett selber bauen, und das Crafting ist extrem umfangreich. Ihr könnt die Gegenstände, die ihr in der Welt findet, nach Lust und Laune kombinieren und könnt dadurch absolut verrückte Kreationen erschaffen. Ihr könnt beispielsweise bei euren Fernkampfwaffen den Griff, das Magazin, den Lauf, das Visier und vieles mehr frei untereinander kombinieren und eure ganz persönliche und einzigartige Waffe bauen. Die Entwickler sagen, dass es über 1 Million Kombinationsmöglichkeiten im Crafting gibt, was jedes Bastlerherz wahrscheinlich höher schlagen lässt. Wie das dann in Action aussehen kann und wie das Kampfsystem im Biomutant funktioniert, schauen wir uns dann gleich an. Eure Ausrüstung verliert zwar mit der Zeit an Haltbarkeit und ihr müsst sie reparieren, jedoch wird sie nicht zerstört und ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass eure liebgewonnene Eigenkreation einfach auf dem Schrottplatz landet. Das ist für mich eines der abgefahrensten und genialsten Crafting-Systeme, die ich seit langem gesehen habe, und ich freue mich schon auf eure Kunstwerke. Und um eure selbstgebauten Superwaffen auch ordentlich auszutesten, gibt es natürlich jede Menge actionreiche Kämpfe, sowohl gegen kleine Gegner in eurer Größe, als auch gegen fette Bosse. Das Kampfsystem ist wie schon erwähnt sehr actionreich und schnell und ihr könnt im Kampf neben Ausweichrollen und Dashs jede Menge weitere Aktionen ausführen, wie zum Beispiel Fliegen, die Zeit mit einer Bullet Time verlangsamen und natürlich verschiedene Fähigkeiten wie Energieblitze einsetzen. Außerdem könnt ihr eure Waffen auch mit Elementen verstärken und euch Feuerschwerter oder Giftkanonen basteln und zwischen Nah- und Fernkampfwaffen hin und her wechseln. Mit einem Knopfdruck könnt ihr auch im Kampf euer aktuell ausgerüstetes Loadout wechseln und für noch mehr Action sorgen. Durch die zahlreichen Möglichkeiten im Crafting, die verschiedenen Enden und dem New Game Plus Mode hoffe ich auf einige Stunden in dieser wunderschönen Welt und freue mich auf den Release am 25. Welches Feature interessiert euch am meisten und wozu würdet ihr gerne noch ein Video sehen? Schreibt mir auch unbedingt mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet und ob ihr es euch holen werdet oder vielleicht sogar schon vorbestellt habt. Morgen bin ich natürlich wieder ab 21 Uhr live hier auf YouTube, also schaut doch dann auch gerne mal rein. Ich freue mich auf euch. Das war's jetzt erstmal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.